also für mich war das immer so zwei Welten. Ich liebe es auch so, in die verschiedenen Welten abzutauchen. Also klassische Musik, klassische Gitarre, das fängt bei mir schon beim Outfit an, wie ich da sitze, an der Haltung und auf welchem Stuhl und so weiter. Wenn ich dann, manchmal spiele ich mein Zwei-Stuhl-Programm, da habe ich dann einen normalen Stuhl und einen höheren und auf dem höheren wird dann quasi Dirty gespielt mit Percussion und Songs und auf dem klassischen ganz ordentlich mit Fußbänkchen und so. Ja, die Herausforderung ist, was ich in Dresden, glaube ich, auch ansatzweise gut geschafft habe, so einfach zu zeigen, dass ich nicht nur eine Singer-Songwriterin bin, die Akkorde spielt, sondern eine Gitarristin, die sich schön bekleidet, mit interessant, wenn sie spielt. Und ich kann mich da auch sehr gut ausdrücken und es ist auch oft so, dass manchmal, wenn ich so ein längeres Programm spiele, das heißt dann Instrumentals und Songs, dass ich da auch durchaus konzertante Stücke noch habe, aber es ist halt so, bei den Songs und bei den eigenen Stücken, das ist halt einfach mehr ein Teil von mir und da erzähle ich so meine Geschichten einfach und deshalb ist es mir manchmal ein bisschen näher, wobei wenn man ein klassisches Stück gut kennt und seine Variante draus macht, wie wir es jetzt hier auch aufgenommen haben, dann ist es kann es genauso intensiv und nah sein. Irgendwann habe ich einfach für mich festgestellt, dass ich dachte so, naja, meine Version von Asturias brauchst du jetzt auch nicht mehr. Wenn ich sowas spiele oder diese Art von Musik, dann muss es zumindest entweder so sein, dass ich es bei der GEMA als eigenes Stück anmelden kann, weil ich es so entfremdet habe. Oder oder es darf noch nicht so verbraten sein. Also es muss was sein, was noch nicht so viele gemacht haben. Und deshalb war es bei mir so, dass ich, als ich in Dresden anfing mit dem Masterstudium, war das eigentlich so mein Thema, so im ersten Semester dieses Tribute to Keith Jarrett Stück. Ich habe es eigentlich so gemacht, wie ich es gehört habe. Aber natürlich ist so die Musik von Keith Jarrett ist natürlich prägt und schwingt damit rein, also wie man was hört. Also ich höre es jetzt zum Beispiel auch nicht so klassisch, wie sehr viele klassische Musiker, also die paar, die ich kenne, es spielen und auch nicht so durchgemeißelt. Deshalb habe ich es eben so sphärisch angepackt, auch mit Flageolettönen noch versehen und meine Stimme dort eingebaut. Weil es für mich einfach so ein Stück ist, das sehr von der Stimmung lebt und eben nicht so diese Höhepunkte hat und das Akkordmaterial einfach so, ja, mehr sphärisch einfach ist, ja. Für mich ist es auch so, dass sich die Stilistiken, also ein Musiker ist einfach ein Musiker. Und für mich gibt es auch nicht so dieses A-B-Vergleich, jetzt Klassik und dann, wenn du Klassik machst, dann gibt es nichts anderes. Und natürlich ist es irgendwann manchmal ein Problem, so wenn man dann viel D-String spielt und auf der Gitarre rumkloppt oder so, dass die Fingernägel dann vielleicht leiden oder so, dass man dann eher an solche Grenzen stößt. Aber tendenziell finde ich es eigentlich eher eine Bereicherung, sich mit verschiedensten Arten der Musik zu beschäftigen und einfach die Sachen auch in sich aufzusaugen. Genauso wichtig, wie ich finde, dass man sich auch nicht nur Gitarrenmusik anhört, sondern einfach, also ich muss gestehen, ich höre mir äußerst selten Gitarrenmusik an, einfach von der Musik allgemein, egal von welchem Instrument gespielt, aus welchem Land sie kommt, einfach irgendwie beeinflussen lässt und dadurch vielleicht auch so eine eigene Art findet, wie man spielt oder wie man komponiert oder wie man, was man aussagt. Ja, ich habe früher sehr, sehr viel Tennis gespielt. Also Gitarre war eigentlich immer so die Erholung und der Leistungssport war so, meine Mutter hat mich jeden Tag von der Schule abgeholt.
Dann stand der Topf am Beifahrersitz mit dem Essen von Omi gekocht. Dann sind wir zum Training gefahren. Dann ich war in der württembergischen Tennisauswahl und habe dann relativ früh schon war sehr viel weg, auch am Wochenende Turniere und also Mädchen, Juniorinnen, Damenspiele und dann immer zum Training und dann noch Konditionstraining, dann Hausaufgaben machen. Und wenn ich heimkam, habe ich dann so als Belohnung noch irgendwie mich so ein bisschen an die Gitarre gesetzt. Aber es war nie so, es war eher, also manchmal wundere ich mich selber, wenn ich so aufstehe und denke so, ist das jetzt das, womit ich mein Geld verdiene? Ja? Also wie das alles sich so ergeben hat, wo ich mir immer denke, mein bester Freund hat immer gesagt, es gibt keine Zufälle, es sind immer in Nebel gehüllte Notwendigkeiten. Wie das immer so in dem Leben so geht, wen man trifft und dass man dann da und dann macht man so eine Intuitionsentscheidung und schwuppdiwupps ist man da und landet da und am Ende ist es jetzt so passiert. Also ich hatte dann auch mit 17, 18 eine schwere OP am Fuß, dass ich nicht mehr spielen konnte. Also Ermüdungsbruch und dann Schrauben und so. Und dann hat meine Mutter gesagt, ja, dann spiel halt wieder E-Gitarre bei dem Willi Geier, bei dem Lehrer. Und der hat dann gesagt, nee, lass mal nicht Unterricht machen, lass mal ein Duo machen. So. Und dann fingen wir halt an zu spielen und dann habe ich angefangen, Songs zu schreiben und auch das irgendwie, damals war es für mich die Hölle, dann nach so jeden Tag Training so überhaupt gar keinen Sport mehr zu machen. Aber im Endeffekt war es wirklich, also hat mich das eigentlich zu Musik gebracht und noch mehr eigentlich und zu meinen Songs. Ja, die einen spielen Gitarre und die anderen machen Party auf dem Partyboot. Musiker sein ist irgendwie ein Lifestyle und nicht nur irgendwie ein Job, wo man Geld verdient. Und dass ich jetzt hier sitze und in Berlin bin, ist am Wochenende und nächste Woche ist wieder irgendwas anderes und dann ist wieder irgendwer und das ist einfach toll und das genieße ich sehr und ich hoffe, dass ich da immer auch eine Balance finde und gesund bleibe, den Spaß nicht dran verliere und viele schöne Konzerte mache und ich selber auch irgendwie normal bin irgendwie. Aber es gibt auch noch andere Sachen im Leben als Gitarre spielen.